Willkommen bei Deutsch Doppel, dem Podcast für alle, die Deutsch auf hohem Niveau entdecken wollen. Ich bin Maria. Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, auch wenn wir es manchmal gar nicht so bewusst wahrnehmen. Identität in einer globalisierten Welt. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Man sitzt im Café, hört um sich herum verschiedene Sprachen, beobachtet Menschen aus unterschiedlichen Ländern und plötzlich fragt man sich, was einen selbst eigentlich ausmacht. Was ist typisch ich? Was ist vielleicht typisch deutsch? Und wie sehr beeinflusst die Welt um uns herum, wer wir sind? Genau diese Fragen haben mich neulich beschäftigt, als ich meine alte Schulfreundin getroffen habe. Sie lebt inzwischen in London, spricht täglich Englisch und arbeitet in einem internationalen Team. Sie meinte, sie fühle sich manchmal wie ein Chamäleon, mal mehr deutsch, mal mehr europäisch, mal einfach Weltbürger. Das fand ich einerseits faszinierend, andererseits aber auch irritierend. Wie viel von unserer Identität ist heute noch an ein Land, eine Sprache oder eine bestimmte Kultur gebunden? Das ist eine spannende Beobachtung, Lukas. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass die Frage nach der eigenen Identität nicht mehr so eindeutig zu beantworten ist, wie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren. Einerseits leben wir in einer Zeit, in der wir uns viel freier bewegen können. Reisen, Auslandssemester, internationale Karrieren sind für viele selbstverständlich. Andererseits gibt es auch eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Wurzeln. Es scheint, als ob die Globalisierung die Identität zugleich erweitert und herausfordert. Einerseits eröffnet sie neue Möglichkeiten, sich auszuprobieren, verschiedene Seiten an sich zu entdecken. Andererseits kann sie aber auch dazu führen, dass man sich verloren fühlt, weil vertraute Bezugspunkte wegfallen. Das stimmt. Ich habe zum Beispiel während meines Studiums in Spanien gemerkt, dass ich plötzlich angefangen habe, manche Dinge aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen. Ich konnte bestimmte deutsche Eigenschaften an mir viel bewusster wahrnehmen. Pünktlichkeit, Organisationsdrang, vielleicht auch eine gewisse Direktheit. Gleichzeitig habe ich neue Verhaltensweisen übernommen, etwa eine entspanntere Einstellung zum Alltag oder die Freude am spontanen Zusammensein. Diese Mischung aus verschiedenen Einflüssen kann ja auch sehr bereichernd sein. Dennoch stellt sich die Frage, gibt es so etwas wie einen festen Kern der Identität? Oder ist Identität immer im Wandel? Vielleicht ist Identität ja gerade das Ergebnis eines ständigen Aushandelns zwischen dem, was bleibt, und dem, was sich verändert. Es gibt sicherlich Elemente, die relativ konstant sind, bestimmte Werte, vielleicht die Sprache, die Kindheitserfahrungen, die uns geprägt haben. Aber zugleich ist Identität auch immer ein Prozess, in dem wir uns mit neuen Situationen, Menschen und Kulturen auseinandersetzen. Gerade in der globalisierten Arbeitswelt wird das deutlich. Viele Unternehmen erwarten heute von ihren Mitarbeitern, dass sie flexibel sind, sich schnell auf neue Teams, unterschiedliche Kommunikationsstile und Arbeitsweisen einstellen können. Das bedeutet einerseits, dass man die eigene Identität anpassen muss. Andererseits kann das auch zu Unsicherheiten führen. Man weiß nicht mehr so genau, wo man eigentlich hingehört. Ein gutes Beispiel ist die sogenannte Third Culture Generation, also Kinder, die in verschiedenen Ländern aufgewachsen sind und sich keiner Kultur so richtig zugehörig fühlen. Sie entwickeln oft eine eigene, hybride Identität, die sich aus vielen Elementen zusammensetzt. Das kann sehr spannend sein, aber auch herausfordernd, wenn es um Fragen der Zugehörigkeit oder Heimat geht. Es gibt ja den schönen Satz, Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. In einer globalisierten Welt bekommt dieser Satz eine neue Bedeutung. Heimat kann dann auch bedeuten, sich in unterschiedlichen Kontexten zu Hause zu fühlen. Oder eben mehrere Heimaten zu haben.
Wenn wir auf die Gesellschaft blicken, sehen wir, dass Fragen der Identität oft politisch aufgeladen sind. In Zeiten von Migration und zunehmender Vielfalt wird immer wieder diskutiert, was uns ausmacht, wer dazugehört und wer nicht. Manchmal entsteht dabei der Eindruck, als müsse man sich für eine Identität entscheiden, als könne man nicht zugleich deutsch und international, traditionell und offen sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Identität wird oft als etwas Statisches dargestellt, dabei ist sie im Grunde hochdynamisch. Gerade die Begegnung mit dem anderen, mit dem Fremden, kann dazu beitragen, die eigene Identität zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Insofern wäre es vielleicht sinnvoller, Identität als einen offenen Prozess zu begreifen, der Raum lässt für Vielfalt und Veränderung. Gleichzeitig gibt es aber auch die Tendenz, sich auf das eigene zurückzubesinnen. Stichwort Nationalismus oder Regionalismus. Das kann ein Versuch sein, in einer komplexen, globalisierten Welt Halt zu finden. Allerdings besteht die Gefahr, dass dadurch neue Grenzen gezogen werden, wo eigentlich Brücken gebaut werden könnten. Nicht zuletzt spielt auch Sprache eine zentrale Rolle. Sie ist nicht nur Mittel zur Verständigung, sondern auch Träger von Identität. Wer mehrere Sprachen spricht, kennt vielleicht das Gefühl, je nach Sprache auch ein bisschen eine andere Person zu sein. Ich merke das bei mir selbst. Wenn ich Englisch spreche, bin ich oft etwas lockerer, vielleicht auch weniger direkt als auf Deutsch. Das hat Einfluss darauf, wie ich mich selbst wahrnehme. Das bringt mich zu einem kurzen Sprachfokus. Im Deutschen gibt es viele Möglichkeiten, Identität auszudrücken oder zu hinterfragen. Typische Formulierungen sind zum Beispiel sich als etwas fühlen, sich mit etwas identifizieren, eine Rolle spielen, zwischen den Stühlen stehen oder auch weder Fisch noch Fleisch sein. Gerade diese Redewendungen zeigen, wie komplex Identität erlebt werden kann. Interessant ist auch der Gebrauch von Adjektiven wie identitätsstiftend oder identitätsprägend. Sie beschreiben, was dazu beiträgt, dass wir uns zugehörig fühlen. Das können bestimmte Rituale, Traditionen oder auch ganz alltägliche Dinge sein, wie das gemeinsame Abendessen oder bestimmte Feiertage. Vielleicht habt ihr ja auch schon einmal darüber nachgedacht, in welcher Sprache ihr bestimmte Gefühle oder Gedanken am besten ausdrücken könnt. Manchmal ist die Sprache, in der man aufgewachsen ist, diejenige, in der man sich am ehesten zu Hause fühlt. Aber es kann auch Situationen geben, in denen eine andere Sprache passender erscheint. Ein Aspekt, der in der globalisierten Welt immer wichtiger wird, ist die berufliche Identität. Viele Menschen definieren sich heute zu einem großen Teil über ihren Beruf, ihre Position, ihre Projekte. In internationalen Teams, bei Videokonferenzen und auf Plattformen wie LinkedIn wird Identität auch inszeniert. Man präsentiert sich, betont bestimmte Kompetenzen oder Erfahrungen, um dazuzugehören. Das kann einerseits motivierend sein, weil es neue Chancen eröffnet. Andererseits besteht die Gefahr, dass die berufliche Identität zu dominant wird und andere Aspekte des Selbst verdrängt. Ich habe das selbst erlebt, als ich nach einer beruflichen Veränderung plötzlich das Gefühl hatte, nicht mehr zu wissen, wer ich eigentlich bin, wenn ich nicht mehr die Journalistin bin. Zugleich kann Vielfalt im Lebenslauf auch als Schwäche wahrgenommen werden. Wer oft den Job oder das Land wechselt, bekommt manchmal zu hören, er sei nicht beständig genug. Dabei spiegelt gerade diese Vielfalt oft eine große Anpassungsfähigkeit und Offenheit wider, die in einer globalisierten Welt immer wichtiger wird. Insofern ist es vielleicht wichtiger denn je, sich selbst immer wieder zu fragen, was macht mich wirklich aus? Welche Werte, Fähigkeiten und Erfahrungen möchte ich behalten? Welche bin ich bereit zu verändern oder loszulassen? Die Globalisierung bietet im Hinblick auf Identität viele Chancen, aber auch Herausforderungen.
Einerseits ermöglicht sie, sich mit Menschen aus aller Welt auszutauschen, neue Perspektiven kennenzulernen und die eigene Sichtweise zu erweitern. Andererseits kann sie zu einem Gefühl der Entwurzelung führen, wenn tradierte Strukturen und Sicherheiten wegfallen. Besonders spannend finde ich die Frage, wie junge Menschen heute mit diesen Herausforderungen umgehen. Sie wachsen oft mit mehreren Sprachen, Kulturen und Identitäten auf. Zugleich kann das auch zu Konflikten führen, etwa wenn Erwartungen von Elternhaus und Gesellschaft auseinanderklaffen. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten hybriden Biografien, die in vielen Städten zur Normalität geworden sind. Menschen mit Migrationshintergrund, die sich sowohl in der Herkunftskultur als auch in der deutschen Gesellschaft zu Hause fühlen und manchmal erleben, dass sie in beiden Kontexten als anders wahrgenommen werden. Das erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Selbstreflexion. Im Grunde ist die Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen, vielleicht eine der wichtigsten Kompetenzen unserer Zeit. Identität ist dann nicht mehr nur etwas Vorgegebenes, sondern etwas, das aktiv gestaltet werden muss. An dieser Stelle möchten wir euch einladen, einmal innezuhalten und euch selbst zu fragen: Welche Elemente eurer Identität sind euch besonders wichtig? Gibt es Situationen, in denen ihr euch mehr als Teil einer bestimmten Kultur fühlt? Oder vielleicht eher als Weltbürger? Und wie geht ihr mit Widersprüchen oder Unsicherheiten um? Habt ihr Rituale, Orte oder Menschen, die euch das Gefühl von Zugehörigkeit geben? Wir sind gespannt auf eure Gedanken. Fassen wir noch einmal zusammen. Identität in einer globalisierten Welt ist ein komplexes, dynamisches Phänomen. Sie entsteht aus dem Zusammenspiel von Kontinuität und Wandel, von Zugehörigkeit und Offenheit. Globalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, stellt uns aber auch vor neue Herausforderungen. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Frage, wer wir sind und wo wir hingehören. Sprache, Kultur, Beruf und persönliche Erfahrungen prägen unsere Identität. Doch sie ist kein starres Konstrukt, sondern ein Prozess, der immer wieder neu verhandelt wird. Entscheidend ist vielleicht, sich selbst als Gestalter der eigenen Identität zu begreifen und offen für Veränderung zu bleiben, ohne die eigenen Wurzeln zu vergessen. Wir würden uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren erzählt, wie ihr eure Identität erlebt, besonders in Bezug auf Sprache, Kultur oder euren Alltag. Gibt es Momente, in denen ihr euch besonders zu Hause fühlt? Oder kennt ihr das Gefühl, zwischen verschiedenen Welten zu stehen? Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, unser Gespräch hat euch zum Nachdenken angeregt. Schreibt uns eure Erfahrungen und Gedanken. Wir freuen uns auf den Austausch. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch Doppel. Tschüss und bleibt neugierig.